Hallo ihr lieben Wagen, wir schauen in euren neuen Monat rein und da habt ihr das Thema in Würde altern. Das heißt also, man kümmert sich ein bisschen darum, wie man die Dinge arrangiert, wie man sie anpasst mit dem, was man kann, was man noch leisten kann. Es geht auch ein bisschen um die innere und äußere Schönheit. Ja. Es geht darum, sich selbst die Erlaubnis zu geben, die Dinge mit Schönheit zu sehen, die auch eben im Alter so kommen. Und es geht um positive Gefühle, die man an sich für den Alterungsprozess auch hat. Ne? Dass man zulässt, dass man irgendwo auch innere Reife ausstrahlt und dass man vielleicht auch ein guter Ratgeber ist aus dieser Position raus. Und es kann auch sein, dass du dich viel jünger fühlst, als du tatsächlich bist. Und es geht auch darum, von den Älteren etwas zu lernen. Also die Dinge auf jeden Fall so zu akzeptieren, wie sie sind oder was das Alter oder das Älterwerden eben so mitbringt, steht hier bisher im Vordergrund. Jetzt gucken wir mal mit dem keltischen Kreuz. Zack, da habt ihr schon den Klee in der Mitte. Gute Voraussetzung für ein bisschen Glück, für kürzere Wege. Und hier habt ihr schon das schicksalshafte Glück in euer Leben kommen. Ihr könnt damit rechnen, dass sich im nächsten Monat wirklich auf schicksalshafte Art und Weise etwas für euch dreht, in gute Bahnen dreht. Ein Thema, bei dem ihr auch Last ablegen könnt. Ihr habt hier vielleicht euch selber sehr in Gedanken oder ein Gegenüber. Es geht um den annehmenden Teil, das weibliche Prinzip. Möglicherweise überlegt ihr hier speziell was über eine bestimmte Person. Wenn man sich selber in die bewusste Ebene legt, dann wird einem vielleicht auch viel bewusst. Ja? Also man hat so Einblicke, Einsichten, Gedanken, die erklärend sind. Und ihr habt eigentlich hier zwei schöne Sachen. Ihr habt so eine schicksalshafte Wende und ein schicksalshaftes Aufblühen. Ihr könnt euch echt überraschen lassen. Hier wird etwas erleichtert. Etwas kommt wie ein Geschenk zu euch und es lässt euer Unterbewusstsein oder das, was ihr bislang geglaubt habt, eigentlich staunen. Ne? Ihr habt die Blumen auf der unterbewussten Ebene. Ihr könnt die Schwierigkeiten in der Vergangenheit lassen. Es geht ja auch um schwierige Zeiten in der Vergangenheit, Umbrüche, schicksalshafte Situationen, die eben auch schwierig waren, aber die man nicht verändern konnte. Und ihr habt da irgendwo schon einen Punkt gesetzt. Kann ja übrigens auch in Beziehungsdingen sein. Und ich habe so einen Prozess, wo ihr und euer Seelenleben sehr wichtig seid. Wo ihr im kleineren Bereich wieder das Glück reinlässt, wo ihr die Geschenke des Lebens mehr seht. Es kann hier auch sein, dass ihr ein bisschen mehr Geld habt. Man sieht den finanziellen Zuwachs. Kann auch aus einer schicksalshaften Situation sein. Ein glücklicher Zufall, ein Geschenk aus der Vergangenheit. Auch gute Qualität an sich mit den Finanzen. Ihr habt sehr viele Zweifel, ne? Es geht unter Umständen auch darüber oder darum, dem Leben zu vertrauen, ehrlich zu sein, zu sich selbst, aber auch zu anderen, nicht allem und jedem zu misstrauen. Auch das Geschenk, das man hier hat, nicht zu hinterfragen, ne? Es wird dir helfen, dein Leben in ruhigere Bahnen auch zu lenken. Und ihr dürft auch aufpassen, dass ihr das Umfeld ein bisschen ausklammert. Ne? Da kommt hier der Stress rein, da kommt die Geschwätzigkeit, da kommen die Gespräche, die keiner braucht. Also lasst euch hier euer Glück auch nicht wegnehmen, nur weil das außen reinplappert.
Hier werden auch Zweifel von außen geschürt. Das heißt, da, wo du dir selber sicher bist, hat hier immer noch irgendjemand die Macht, dich von deinen Vorstellungen abzubringen. Es geht ein bisschen um die Kommunikation, vielleicht auch um die ehrliche Kommunikation. Möglicherweise hast du auch Befürchtungen, irgendetwas anzusprechen oder etwas auf den Tisch zu bringen. Aber hier liegt es so, als wäre Kommunikation nötig, damit deine Seele sich erleichtern kann. Es geht ja um eine Erleichterung. Und es braucht auch nicht viel. Ne? Das, was hier liegt, ist kein Riesenberg, was du hier kommunizierst. Das sind so Kleinigkeiten, wo es drauf ankommt. Nachrichten über Finanzen, Geben und Nehmen könnte ein Thema hier auch sein. Gute Nachrichten in den Finanzen. Vielleicht auch auf mehreren Ebenen, also in mehreren Themen. Wir haben am Ende hier den Konflikt liegen, der dir dann wieder Wachstum und Klarheit bringt. Es kann also sein, dass du dich hier ein bisschen streitbar machst. Oder dass du eben, da hast du ja schon die Befürchtung, dass Kommunikation Konflikt herbringen könnte. Das heißt, wenn du etwas aussprichst, kommt dann irgendwie ein Konflikt. Der kann durchaus von einem Gegenüber kommen oder auch was in dir selber noch mit dem annehmenden Prinzip zu tun hat. Die Aussage ist jedenfalls die, dass du dich streitbar machst und dass du für dich einstehst und das dann wieder dein Leben in andere Bahnen lenkt, in mehr Wachstum, in mehr Qualität auch für dich, in ein langsameres Tempo, in Beständigkeit und ja, wo du irgendwie auch mehr geerdet wieder bist. Draußen macht hier gerade Lärm, sorry. Dann haben wir den Engel der Akzeptanz für dich. Nimm die Gegenwart mit ihren Ereignissen an und erkenne den Sinn, der in allem steckt. So bleibt der Fluss des Lebens im Gleichgewicht und deine Gedanken und Taten richten sich darauf, dich in die richtige Richtung zu führen. Die Botschaft deines Engels lautet, nimm die Dinge, wie sie sind. Das ist die Voraussetzung für deinen inneren Frieden. Ihr Lieben, ich glaube, dass der Konflikt, der hier liegt, der gehört schon lange ausgesprochen. Ne? Das ist etwas, das habt ihr schon längere Zeit mit und es hindert euch an seelischer Fülle und es hindert euch auch weiterzukommen. Ne? Und hier liegt die Erleichterung, auch die verbale Erleichterung, also so Aussprachen oder jemand auch mal unangenehm die Wahrheit zu übermitteln, weil es eben so ist, wie es ist. Das wird hier der Schlüssel für eine schicksalshafte Erleichterung sein. Guck mal, unten habt ihr tatsächlich noch den Engel der Ehrlichkeit. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man ehrlich zu sich selbst ist und sich selber nichts vormacht und da dann den Schlüssel zu allem findet. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.